Guten Morgen. Ja, mal diese Sonnenaufgang. Bullshit scribbling on the bathroom wall. In and out of focus, I try not to fall. And there's a heart attack waiting to happen in the next stop. With their lines of white, it's a heavy night. If it's not too much to ask, can we make this moment last? 'Cause I think I needed it, yeah, I needed it just a little more than you did, just a little bit more than you. 'Cause I think I needed it, yeah, I needed it just a little more than you did, just a little bit more than you. Die Sonne ist mittlerweile schon ganz rausgekommen und wir sind beim schönen Frühstück mit wunderschönem Ausblick. Das ist wirklich schön. Und es ist noch so schön mild, also es ist nicht zu warm in der Früh. Der Klaus hat diese Handpresso und man pumpt da auf 16 Bar auf und dann kann man es entweder mit selbst gemahlenem Kaffee oder mit so einem Pad machen. Und dann füllt man einfach nur heißes Wasser rein, gibt das Pad rein und drückt da die 16 Bar durch und dann hat man einen wirklich guten Espresso. Und umgerechnet, glaube ich, kostet ein Pad 18 Cent. Und das ist wirklich, also es ist auch super zu reinigen und es funktioniert echt gut. Also ich habe es jetzt schon einige Male ausprobiert und bin wirklich begeistert. Und der Kaffee schmeckt auch richtig gut. Den alten Nissan Petrol da verwenden sie, um die Boote zu slippen. Und schon ganz kaputt, die seitliche Tür fehlt komplett. Und es ist so nur ein Riffelblech als Fußraum. Das ist sehr, sehr abenteuerlich, aber er tut seinen Zweck. Hinten noch die Seilwinde. Wir fahren jetzt da auf, ich glaube, ca. 2000 Meter dann hinauf auf den Ätna, der da jetzt vor uns liegt. Mal schauen, was man von dort aus sehen kann oder wie es dort weitergeht. Der Ätna selber ist, glaube ich, über 3300 Meter hoch. Also da fehlt schon noch ein Stückchen zwischen Parkplatz und Gipfel. Aber dass man ihn so präsent sieht von sehr vielen Punkten hier auf der Insel, sehr interessant. Also es ist wirklich der einzige große Berg weit und breit. Dieser dünne Streifen von hohen Bäumen, das ist da, wo wir letztens geschlafen haben, vor ein paar Tagen. Die Straßen in Sizilien sind teilweise so schlecht. Ja. Und auch diese ganzen Querrillen immer, so Dehnungsfugen von den Brücken oder sowas, es holpert und das ganze Auto schüttelt es durch. Und es ist erstaunlich schlecht angeschrieben. Also wir dachten, das ist so ganz touristisch und Kilometer vorher angeschrieben. Aber es steht immer nur so kleinen Zusatztäfelchen. Ist da jemand dabei? Ein Mensch? Sie brechen aus! Schatten? Ja, zwei Hunde sind dabei. Ja. Ziegen sind auch dabei. Dafür kann ich sie streicheln. Running out of steam awfully fast. Get my coat and I'm watching you
could invite me up for a 1-2 step, but the drink set in, I don't think I can move so well. Es ist wirklich sehr, sehr wenig los. Die Seilbahn fährt auch nicht. Das ist diese Türkise da mit den Stützen. Und die andere, die alte, wo die ganzen Sessellift, keine Ahnung, Gondeln sind es nicht, aber halt die ganzen Sesseln vom Sessellift stehen noch da. Und ich glaube nämlich, dass die mal verschüttet wurde bei einem Ausbruch von vor ein paar Jahren. Und die andere führt noch ganz hinauf. Und eben mit den Bussen, wie zum Beispiel Unimog, hinten steht da noch ein Iveco, kommt man dann eben über die Straße da auch noch ein Stückchen weiter rauf. Ich glaube, sie fahren sogar noch weiter als die Seilbahn dann. Das, wo man halt da drauf geht, das ist alles Vulkangestein. Das ist so ganz feinporig und ist auch ganz leicht. Reise-LKW. Dort hinten daneben gibt es auch noch einen kleinen Krater, um den man herumgehen kann. Der schon lange aber inaktiv ist. Aber schaut trotzdem ziemlich beeindruckend aus. Vor allem aus der Luft. Just a little bit more than you. Es ist jetzt schon so ein bisschen Sonnenuntergangsstimmung über den Wolken und es schaut so magisch aus, dass wir über den Wolken sind und diese schönen Himmel haben und überall diese Asche und Steine und dann diese hellen Bäume und so schön. 'Cause I think I needed it, yeah, I needed it just a little more than you did, just a little bit more than you. 'Cause I think I needed it, yeah, I needed it just a little more than you did, just a little bit more than you. Running out of steam awfully fast. I get my coat, but I'm watching you dance. You could invite me up for a 1-2 step, but the drink set in, I don't think I can move so well. Yeah, the drink's set in, I don't think you can. Ja, also auch selbst wenn man nicht so viel Geld ausgeben möchte, beziehungsweise auch wenn die Seilbahn nicht fährt, wie in unserem Fall, bis zum Krater hinauf vom Ätna, der ja immer noch raucht, ist es trotzdem von der Landschaft her richtig, richtig beeindruckend. Ja, Also auf jeden Fall, ist auf jeden Fall wert. ein Tipp wert. Ja. Also ein Tipp ist kein Geheimtipp, aber es ist auf jeden Fall wert. Yeah, the drink's set in, I don't think you can move too well. And if it's not too much to ask, Jetzt geht's in die Wolken hinein. Mal schauen, wie das Wetter unten ist. Ich nehme an, bewölkt. Schaut so schön aus. Es ist schon nach 7 am Abend, und es ist immer noch hell. Das ist so ungewohnt. Also dieses Örtchen da am Fuße des Ätna ist jetzt so mit der Beleuchtung und der bisschen nebeligen Stimmung richtig, richtig schön. Und ja, also bis jetzt hat mich Sizilien nicht so überzeugt, dass ich unbedingt wiederkommen muss. Aber der Ätna jetzt war schon eine super Experience, die natürlich mit dem eigenen Auto, aber ja, schon irgendwie schade ist, dass wir nicht mehrere Tage da haben, weil so Sonnenaufgang jetzt über den Wolken wäre schon cool. Wir sind jetzt zum nächsten Campingplatz gefahren, aber der hat schon zu. Es ist jetzt fast 21 Uhr
Und wir dachten irgendwie, dass es kein Problem sein wird. Das erstaunt uns jetzt ein bisschen. Wir haben es hineingeschafft und werden uns jetzt einfach einen ruhigen Platz suchen und dann morgen schauen. Wir haben Waschmaschinen gefunden, der Dani gibt jetzt gerade noch die Wäsche rein. Das Dachzelt steht, Batterie lädt schon, alles super. Einmal alles auffüllen, morgen wollen wir noch Wasser irgendwo auffüllen. Und ja, dann können wir morgen schon nach dem Haarewaschen schon weiterfahren. Gute Nacht. Guten Morgen, wir sind schon wach und es ist noch niemand an der Rezeption. Und es gibt hier Duschen, wo man einen Jeton braucht. Wir würden sogar duschen, bevor wir fahren. Und jetzt haben wir probiert, ob andere Münzen auch gehen. Und zwar gehen noch marokkanische 20 Dirham-Münzen, gehen in diesen Münzautomat. Das heißt, wir duschen jetzt für 2 Cent. Wir verlassen gerade den Campingplatz und machen uns gleich auf den Weg zu einer Tankstelle, weil einmal müssen wir noch tanken, bevor wir dann das Festland erreicht haben. Leider, leider, leider. Wir sind unabsichtlich in eine Mautstation geraten. Naja, bis jetzt waren alle Autobahnen auf Sizilien mautfrei. Ja. Das letzte Stück jetzt von Catania nach Messina. Kann man nichts machen. 'Cause I think I needed it, yeah, I needed it just a little more than you did, just a little bit more than you. Also wir sind wieder mal auf die Schilder reingefallen, aber jetzt sind wir an der richtigen Fährstelle. Hey yo, ist Kaffee Ciao. bekommen? Ja. In deine eigene Tasse? Nein, Oh, ich habe es mir ein Glas geben lassen und dann... okay. Boah, wie die das machen mit Takeaway ist so furchtbar. Das Styroporbecher, dann so Eislöffel dazu und das Ganze noch in so ein Papier einpacken. Für das, dass die Leute ihren Espresso quasi einmal nur runterschütten und dann wegschmeißen. Das ist furchtbar. Wie lange glaubst du, werden wir jetzt warten? Eine halbe Stunde. Also eine Überfahrt dauert 10 Minuten. Die Fähre jetzt war ziemlich unkompliziert, man konnte sogar im Auto sitzen bleiben und es dauerte nur, weiß ich nicht, insgesamt vielleicht 20 Minuten. Und das da drüben ist noch Sizilien. Die Brücke war geplant, aber dann doch nicht ausgeführt. Und so, ja, Fähre für 38 € ist aber okay. Von der Autobahn abgefahren, um günstiger zu tanken. Und die kostet erst 1,70 €. Das kann ja nicht sein. Das Autobahn war es 1,43, 1,46 Ja. sowas. Wir dachten halt, dass es am Fest und günstiger ist als auf Sizilien, logischerweise. Das soll schon unter 1,40 sein. Ja, jetzt suchen wir weiter. Aber ein hübsches Ding. Ja, ziemlich hübsch, ja. Auch so diese ganz engen Gassen und Seitengassen. Schau, die Autobahn, die steht da. 'Cause I think I needed it, yeah, I needed it just a little more than you did, just a little bit more than you. Eine Quelle. Wasser. Kanister ist voll. Dani stellt noch irgendwas beim Spiegel ein. Ja, den Spiegel kann man gerade nicht verstellen, weil er so fest gerostet ist. Gibt es aber eine Schraube. Die muss- Nächste Tankstelle hoffentlich günstiger. Bitte, bitte, bitte. Wir müssen auf jeden Fall tanken. Ich glaube so. Oh. 1,56. Wow. Nicht sehr günstig, aber Kann nicht sein, dass es auf der Dings günstiger ist. oh. Da am Straßenrand steht ein Obstverkäufer und der Dani holt jetzt noch ein bisschen Obst und hat auch Eier mitgenommen. Holt ein bisschen Obst und hat noch Eier mit. Ich weiß, aber das ist, weil man dann nämlich dich sieht, wie du aussteigst und dann gleich wie das Resultat ist und dann hat man beide Zeiten vereint. Schön. But it's time to face my truth.
Die Landschaft hier am Stiefelspitz von Italien ist wirklich sehr, sehr hügelig. Die Karin hat gemeint, das schaut ein bisschen aus wie Albanien. Von der Landschaft her. Aber ich finde, es ist doch anders. 'Cause I think I needed it, yeah, I needed it just a little more than you did. Just a little bit more than you. Ja. Hey Daniel, was machst du gerade? Erzähl. Erzähl du. Achso. Ja, wir haben eine Butter. Und wir haben die Butter in einen Papiersackel gegeben und es ist sehr warm geworden. Die Butter ist flüssig geworden und durch das Papiersackel geronnen. Wir sind auf der Suche nach einem Schlafplatz und haben uns einen schönen Strand ausgesucht. Aber wir entdecken schon das Tor.